Moinsen Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Heute mit einem neuen Video und zwar geht es um die Regionswechsel. Es geht darum, wie ich verbrannt worden bin und so allgemeines so zwischendurch. Und auch heute könnt ihr wieder was gewinnen und zwar verlose ich 3x 1000 Goldbarren. Schreibt einfach eure Ingame-ID in die Kommentare irgendwas dazu, ja? Und ich suche mir nächste Woche dann 3 Leute aus und diese bekommen dann die Goldbarren. Fangen wir mal mit den Regionswechsel an. Ihr habt gesehen, ich habe mich beworben und zwar auf dem Server 20.130. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Zack, zack, zack. So, da ist er. Ja, aber warum hast du dich denn auf diesen Server beworben? Kleiner Fun-Fact nebenbei, also der Server ist gut. Ja, es gibt viele deutsche Spieler, ich kenne viele. Natürlich sind auch Spieler von Server 20.116 dorthin gewechselt. Wäre eine gute Erfrischung gewesen, mal was Neues, neue Leute, aber wir wurden nicht angenommen oder ich wurde nicht angenommen. Das ist aber nicht so schlimm. Wie es dazu gekommen ist, erkläre ich euch ganz kurz. Wir gehen mal kurz in meinen Clan rein, im Clan Roro und dann seht ihr hier die Spieler. Na, guckt mal. So, zack, zack, zack. So, das war's. Seit 3 Tagen nicht online, Farm-Accounts. Habe ich mir so gedacht, wo sind denn die ganzen Spieler hin? Die Spieler sind gewechselt zum ersten und zweiten Clan hier auf unserem Server. Und die anderen sind halt weggezogen. Ne? Und dann siehst du das und denkst dir, ja okay, ich bin jetzt hier ganz alleine. Niemand sagt mir Bescheid, ja, ist ja alles wunderbar. Aber dann kommt man so ins Grübeln, ne? Wieso bin ich jetzt hier einsam und verlassen in diesem Clan drinne? Niemand sagt Bescheid, niemand sagt was, alle sind weg und Solda ist alleine hier. Das hat mich schon so ins Grübeln gebracht, okay, was ist hier los mit dem Server? Erstens, ja, vielleicht bist du ja nicht willkommen. Na? Okay, wenn ich nicht willkommen bin, das war die erste Meinung, wechsle ich den Server zu einem Server, wo ich eventuell willkommen bin, wo man neue Spieler hat, wo man mit den alten Spielern zusammenspielen kann. Alles fein. Na? Okay, dann habe ich das geklärt. Na? Also ist alles gut. Na? Also es gibt kein Beef, kein Drama, gar nichts. Ich bin auch keine Drama-Queen oder so. Ich war nur verwundert, warum ich auf einmal hier alleine bin und niemand hat mir Bescheid gesagt. Ne? Okay, ist alles geklärt. Währenddessen ich das geklärt habe, war ich im Spiel drin, um zu schreiben und natürlich außerhalb des Spiels, um zu schreiben und gehe dann wieder rein und sehe einen Brief und einen Arztkoffer. Ja? 5 Tage heilen und sehr viele Verwundete und Verletzte. Ja, ich wurde währenddessen angegriffen. Das heißt, ich habe, während ich eine Sache geklärt habe, wieder mein Schild vergessen. Und Halki hat es ausgenutzt und mich zerstört. Wir gucken uns mal die Kampfberichte an. Also wir gehen mal hier rein. Hier können wir erstmal ins System gucken. Wartet mal. So, Krankenhaus voll, Krankenhaus voll, Krankenhaus voll, Sonnenschein nach dem Regen. Krankenhaus ist voll, Sonnenschein nach dem Regen. Alter, das war richtig brutal. Halki hat mich ja nicht nur einmal gehittet, er hat ja mehrmals draufgehauen. Na? Okay, wir gucken uns mal den ersten Kampfbericht an. Hier, Sultai gegen Halki. Na? Natürlich ist das ein Witz. Das ist immer noch ein Witz, ne? Verwundete bei Halki 72. Verluste 151. Das ist Wahnsinnsunterschied. Also, wie gesagt, die kleinen Spieler da draußen, wenn ihr von einem Wal gehittet worden seid, ich verstehe euch, dass eure ganzen Truppen sind weg. Ne? Ihr müsst alles wieder neu trainieren, ihr müsst alles heilen, ihr habt keine Heilungsbeschleuniger, ihr habt keine Dosen zum Heilen, keine Pflaster. Es ist schon schwierig und ich kann euch schon verstehen. Und wie gesagt, mir passiert es ja öfter. Ich bin kein gutes Beispiel. Aber wir gucken uns mal so die Werte an. So, wir gehen mal hier. Halki hat natürlich den Rekruten auf Maximum. Ne? Die stacken sich ja. Die stapeln sich. Und die Ausrüstung ist auf Maximum. Der Glider ist auf Maximum, ja, die Aircraft-Teile sind auf Maximum, sein Fahrzeug ist auf Maximum, sein Hund ist auf Maximum, seine Warcard und die Ausrüstung sind auf Maximum. Dann hat er natürlich die aktuelle Crew hier, ja, mit Seasoned Rick, Dwight und Ezekiel. Ja, ist eine richtig starke Kombo, weil Seasoned Rick und Dwight haben eine hohe Defense. Ja, und wer eine hohe Defense hat, braucht natürlich auch gewaltig Feuer. Und dieses Feuer bringt Ezekiel aus der hintersten Reihe. Aber wir sehen hier, diese Crew hat mich kaputt gemacht. Gut, die hatten mehr Truppen und die Werte sind sowieso utopisch. Ne? Und das war schon krass. Also der hat mich wegfliegen lassen. Dann hat er mich nochmal angegriffen. Da hatte ich nur noch 47.000 Truppen in total. Übrig geblieben sind 28.000 Truppen. Beim nächsten 28.000, merken wir uns, ne? 28.000 Truppen, dann hat er mich wieder weggeknallt, dann waren nur noch 17.000 Truppen übrig. So, und von 17.000 Truppen sind 10.000 Truppen übrig geblieben. Und von 10.000 Truppen sind, sage und schreibe, 6.100 Truppen übrig geblieben. Ne? Okay, vielleicht war das ja ein Abschiedsgeschenk, weil er gesehen hat, ich will wechseln. Hat gedacht, Sultai, hier hast du was fürs Video, ich knall dich mal weg.
Ja, aber nein, Leute, ich mache sowas nicht für Videos, weil ich will lieber meine Truppen aufsparen und für PvP nutzen, als irgendein dummes Video darüber zu machen. Von daher vergiss diese Idee. Ne? Wie gesagt, Truppen ist das Wertvollste hier im Spiel. Und wie gesagt, ich habe auch viele Heilungsbeschleuniger bekommen, konnte einige Truppen wieder zurückholen. Das ist meine F1, die ist natürlich voll, die konnte ich füllen. Meine F2, meine F3, so, das war's. Also die ganzen Truppen sind weg. Scharfschützen habe ich noch und dann hatte ich noch ein paar T10-Truppen Nahkampf in Reserve. Die sind natürlich weg. Bei den Dosen dürft ihr gar nicht hingucken. 20.000 Nahkämpfer und 1480 Fernkämpfer. Okay, das geht aber noch. Ne? Aber diese 20.000 Truppen, die kriegt man nicht so schnell wieder hergestellt. Komm, wir können denen ja mal vertrauen. Ich habe 0 Items. Ne? Okay, gut. Das hat sich auch schon wieder erledigt. Ja, ihr seht also, wie gesagt, während ich das geklärt habe mit dem Serverwechsel und das Ganze hin und her. Nochmal, es ist alles gut, alles schick. Aber immer wenn ich ein Video machen bin, ich bin an was am Klären oder hier und da, du denkst, okay, ich habe noch ein Schild, dann kommt diese Sache und dann ist das Schild weg. Du denkst gar nicht mehr daran und zack, kommt jemand dahergelaufen wie Hulky und knallt mich weg. Ne? Er hat mich komplett kaputt gemacht, ja, 5 Tage Hallen. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was für Paarungen ihr euch wünscht. Und ja, was kann ich noch abschließend sagen? Ja, Leute, es ist leider so, passt immer auf, dass ihr ein Schild habt, ja, weil die Truppen, die kannst du nicht so leicht ersetzen. Okay, gut, das soll es erstmal gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video und ja, macht's erstmal gut, bis dann, euer Sultai.